Sicherlich haben auch Sie schon einmal von sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook oder YouTube gehört. Es gibt aber auch noch unzählige weitere soziale Netzwerke mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten der Nutzung. Frau Koch zum Beispiel hat uns geschrieben, da sie auf die Plattform Pinterest gestoßen ist und uns gefragt, wie kann ich diese nutzen und welche Angaben sind bei der Anmeldung notwendig? In dem heutigen Video stellen wir Ihnen einmal die bekanntesten und wichtigsten sozialen Netzwerke vor und erklären Ihnen, worauf Sie bei der Nutzung achten sollten. Sie fragen, wir antworten. Viel Spaß! Ein soziales Netzwerk ist eine virtuelle Gemeinschaft, die sich auf einer Internetseite vernetzt und miteinander austauscht. Noch vor einiger Zeit haben die meisten Menschen das Internet als Informationsquelle benutzt und Inhalte konsumiert. Soziale Netzwerke haben dann im vergangenen Jahrzehnt erheblich dazu beigetragen, dass auch Sie ganz einfach Inhalte im Internet veröffentlichen können. Und das ganz ohne technische Vorkenntnisse. Einige der bekanntesten weltweit genutzten sozialen Netzwerke sind Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest oder TikTok. Es gibt aber auch sehr viele kleinere und lokale Netzwerke, wie zum Beispiel die Nachbarschaftsplattform nebenan.de. Und auch viele Unternehmen nutzen eigene soziale Netzwerke für ihre interne Kommunikation. Bei nahezu allen sozialen Netzwerken benötigen Sie ein Benutzerkonto, auch Account genannt. In der Regel genügt zur Registrierung eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Manche sozialen Netzwerke fragen auch nach Ihrem Namen, Ihrem Geschlecht oder Ihrem Geburtsdatum. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Sie beim Erstellen Ihres Benutzerkontos ein sicheres Passwort verwenden, das Sie an keiner anderen Stelle benutzen und nur Sie kennen. Ein sicheres Passwort können Sie zum Beispiel mit Hilfe der Passwortkarte erstellen. Facebook ist mit ca. 2,5 Milliarden Nutzerinnen weltweit das größte soziale Netzwerk. Hier können Sie alte und neue Freunde finden und Interessensgruppen beitreten. Das können zum Beispiel Sportvereine, Ortsgemeinschaften oder andere Gleichgesinnte sein. Wenn Sie Inhalte wie Fotos, Videos oder Artikel auf Facebook teilen, erscheinen diese im sogenannten Newsfeed, der Neuigkeitenseite. Instagram ist eine App zum Veröffentlichen von Fotos und kurzen Videos. Diese werden häufig mit sogenannten Hashtags verschlagwortet. Nach diesen Schlagworten können Sie die Plattform auch durchsuchen. Auch der Ort lässt sich mit den Beiträgen verknüpfen. So können Sie sich zum Beispiel durch die Fotos anderer einen Eindruck von Ihrem nächsten Urlaubsziel machen. Neben einem persönlichen Profil benötigen Sie für die Nutzung ein Smartphone, auf dem Sie sich die Instagram-App installieren. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst. Sie können dort vor allem brandaktuelle Nachrichten und Informationen aus der ganzen Welt lesen und teilen. Achten Sie dabei jedoch immer auf die Seriosität der Informationsquellen, da immer wieder Falschmeldungen ungeprüft verbreitet werden. Pinterest ist eine beliebte Informationsquelle für Basteln, Kochen, Mode und vieles mehr. Es ist ein Kofferwort aus Pinnwand und Interesse. Interessante Bilder können Sie mit Hilfe dieses Netzwerkes zu eigenen digitalen Pinnwänden zusammenstellen und veröffentlichen. So lassen sich unkompliziert Inspirationen für die Gestaltung Ihres Gartens, einer Geburtstagsfeier oder dem nächsten Heimwerkerprojekt sammeln. TikTok ist ein Videoportal
und vor allen Dingen bei Teenagern sehr beliebt. Mit Hilfe dieser App lassen sich Lippensynchronisationen für Musiktitel bekannter Künstlerinnen und selbstgedrehte Videos in Sekundenschnelle erstellen. Häufig steht dabei der Unterhaltungscharakter und witzige, spontane Selbstdarstellung und das Nachahmen der musikalischen Idole im Vordergrund. YouTube ist mit Abstand das größte Videonetzwerk im Internet. Sie können auf diesem Portal kostenlos Videos ansehen, bewerten, kommentieren und auch selbst hochladen. Die Bandbreite reicht dabei von professionellen Film- und Fernsehausschnitten, Musikvideos und Nachrichtensendungen bis hin zu selbstgedrehten Kurzfilmen oder wissenschaftlichen Präsentationen. Auch Anleitungen und Erklärvideos wie die vom digitalen Engel sind auf dieser Plattform zu finden. Frau Brecht fragte uns, wie es um den Datenschutz steht. Die sozialen Medien sind ja auch dafür bekannt, dass sie sehr viel von uns wissen wollen, sagte sie. Wenn Sie soziale Netzwerke zum Austausch mit anderen nutzen, dann führen Sie sich immer vor Augen, dass jede veröffentlichte Information auch für andere sichtbar ist. Wie groß der Kreis derer ist, die Ihre veröffentlichten Beiträge und hochgeladene Fotos sehen kann, können Sie in den meisten Fällen jedoch regulieren. Mit Anerkennung der Nutzungsbedingungen der meisten Plattformen erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass die jeweilige Plattform von Ihnen hochgeladene Fotos beliebig nutzen kann. Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen nicht zu, können Sie in der Regel auch die Plattform nicht benutzen. Es ist also theoretisch möglich, dass ein von Ihnen hochgeladenes Foto auf einer Werbung, auf ein Plakat abgedruckt in der Stadt erscheint. Unser Tipp: Nutzen Sie soziale Netzwerke stets datensparsam und überlegen Sie sich vor jedem Beitrag, welche privaten Informationen Sie veröffentlichen und mit der Welt teilen möchten. Bedenken Sie auch, das Internet vergisst nicht und einmal veröffentlichte Informationen, Fotos und Videos werden eventuell nie komplett verschwinden. Was kann ich tun, um meine privaten Daten möglichst gut zu schützen und zu verhindern, dass nicht jeder meine E-Mail-Adresse sehen kann? Fragt uns Frau Baumann. In nahezu allen sozialen Netzwerken können Sie Privatsphäre-Einstellungen vornehmen. Wir raten Ihnen dringend dazu, diese Vorabeinstellungen nach der Anmeldung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Ebenso können Sie bei vielen Plattformen die Sichtbarkeit für Ihre Inhalte einstellen, also festlegen, wer kann Ihre geteilten Informationen und Beiträge sehen. Bei Facebook zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass die Inhalte öffentlich, nur für Freunde und Bekannte oder nur für enge Freunde zu sehen sind. Auf Instagram können Sie Ihr Profil als privat stellen. Dann können nur Ihre Kontakte die Inhalte sehen. Grundsätzlich müssen Sie aber auch darauf vertrauen, dass die Betreiber sozialer Netzwerke ihre privaten Informationen schützen. Deshalb unser Tipp: Da es immer wieder zu Datendiebstählen kommt, gilt auch hier der Rat, sparsam bei der Eingabe vertraulicher Informationen zu sein. Auf die Eingabe Ihrer persönlichen Telefonnummer oder Kontoinformationen sollten Sie deshalb möglichst komplett verzichten. Beim Teilen von Fotos, Videos und anderen Medien ist es wichtig, darauf zu achten, dass Sie keine Urheberrechte als auch Persönlichkeitsrechte anderer verletzen. Ein Foto zum Beispiel, das Sie im Internet finden, dürfen Sie nicht ohne weiteres öffentlich weiterverbreiten. Informieren Sie sich am besten vorher, um rechtlich sicher zu sein. Vorsicht ist auch bei Familienfotos geboten, vor allem dann, wenn Kinder darauf zu erkennen sind. Fragen Sie immer die Erziehungsberechtigten, ob sie diese Fotos veröffentlichen dürfen. Und vielleicht ist es auch Ihren eigenen Enkeln unangenehm, wenn Sie in ein paar Jahren ein Foto von sich schreiend und mit Schokolade verschmiertem Gesicht im Internet wiederfinden.
Soziale Netzwerke werden in vielen Fällen kostenlos zur Nutzung angeboten. Doch nicht alles, was kostenlos ist, ist auch umsonst. Denn die Betreiber der Netzwerke speichern Daten über ihr Verhalten auf der Plattform und nutzen ihre Angaben für den Verkauf von Werbeeinblendungen. Sie kennen nun ein paar Beispiele für die bekanntesten sozialen Netzwerke und Sie wissen, worauf Sie bei der Benutzung achten sollten. Wenn Sie sich weiter mit Themen rund um die digitale Welt informieren möchten, dann schauen Sie doch mal bei den örtlichen Volkshochschulen, Seniorenbüros oder Mehrgenerationenhäusern vorbei. Oft haben diese spezielle Angebote für Senioren. Weiterhin können Sie auch Publikationen vom Digitalkompass, den Baxo Wegweiser durch die digitale Welt oder die Broschüre der Bundesregierung Nie zu alt fürs Internet zur Hand nehmen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Erkunden der digitalen Welt.